Hi, ich bin Simon von Simon42 und will dir heute zeigen, wie du deinen Home Assistant nach extern veröffentlichen kannst. Das heißt also, du hast bereits eine laufende Home Assistant Installation. Wenn nicht, schau dir gerne das Video auf meinem Kanal an zum Installieren von Home Assistant auf Raspberry Pi. Und du möchtest jetzt deinen Home Assistant vom Internet aus erreichbar machen. Wenn du dich jetzt fragst, warum zum Teufel sollte ich das tun? Nun ja, es gibt ein paar Gründe dafür. Zum einen ganz offensichtlich, du kommst von überall in der Welt tatsächlich auf dein Home Assistant drauf. Das heißt, du kannst von jeder Zeit deine gegebenenfalls eingebundenen Kameras checken, kannst schauen, ob deine Mähroboter laufen, kannst gucken, was dein Homematic macht, ob deine Rollladen geschlossen sind und so weiter und so fort. Und das alles völlig unabhängig von HomeKit, Google Assistant, Alexa oder sonstigen Systemen. Ja, ich habe hier wirklich keinen Alexa, deswegen kann ich den Namen laut aussprechen. Diese Freiheit, Wahnsinn. Naja, abgesehen davon gibt es noch ein paar weitere Gründe. Und zwar ist es einfach sehr komfortabel für dich. Denn du kannst dann von intern und extern dein System eben unter demselben Namen erreichen. Das heißt also, wir benutzen dafür einen Dienst, der heißt DuckDNS. Und mit diesem DNS-Dienst können wir uns als Home Assistant Nutzer einen Account anlegen. In diesem Account können wir uns dann einen gratis Domänennamen sichern. Der heißt dann irgendein beliebiger Name, .duckdns.org. Und dann kannst du über diesen Namen sowohl von deinem Heimnetzwerk als auch von überall auf der Welt sonst auf dein Home Assistant zugreifen. Gibst eben Nutzername und Kennwort an und ab geht die Luzi, wie man so schön sagt. Gut. Das zu den Vorteilen. Und du kannst natürlich auch dann dein Home Assistant von anderen Systemen aus mit anbinden, was auch noch ein Riesenvorteil ist. Also, da dein System ja von außen erreichbar ist, dann kannst du also zum Beispiel für IFTTT beispielsweise dein Home Assistant direkt ansprechen und brauchst dafür keinen Drittanbieterdienst. Genau. Und auch für Google Home und Amazon Steuerung ist das Ganze auch hilfreich, wenn du nicht den Cloud-Dienst nutzen möchtest von Home Assistant, der übrigens kostenpflichtig ist. Das ist also der erste Schritt quasi zu einer Alternativlösung dazu. Genau, Nachteile davon sind natürlich ganz klar, jedes System, was vom Internet erreichbar ist und bei dir im Heimnetzwerk steht, ist potenziell ein Sicherheitsrisiko, ganz klar. Hacker können also dein Passwort sozusagen entweder brute-forcen, also so lange probieren, bis sie es einfach haben, oder eben sozusagen abgreifen durch Phishing oder so und können sich dann auf deine Home Assistant-Instanz verbinden und von dort aus eben weitermachen. Das heißt also, sie sind auf deinem Home Assistant, können dann gucken, was ist in deinem Netzwerk und logischerweise auch in deinem Smart Home, können sich dann überlegen, wo greife ich als nächstes an und kommen so eben in dein Heimnetzwerk. Das ist natürlich ein Risiko, man muss aber sagen, für den Otto-Normal-Smart Homer ist das Risiko überschaubar, denn es ist, unwahrscheinlich, dass jemand gezielt dein Home Assistant angreift und dann versucht, sich wirklich namentlich in dein eigenes Smart Home reinzuhacken. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist eine VPN-Integration. Das heißt also, du benutzt einen VPN-Dienst, um dich quasi virtuell in dein Heimnetz zu verbinden und dann sozusagen über diesen Tunnel in dein Heimnetz deinen Home Assistant aufzurufen. Das geht auch, ist aber umständlicher und finde ich ziemlich praxisfern. Bei Home Assistant ist es eigentlich gängig, das System nach außen zu veröffentlichen. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Genau. Was brauchst du zuerst? DuckDNS. Du gehst auf www.duckdns.org und erstellst dir hier einen Account. Das geht entweder mit deinem Twitter-Login, GitHub, Reddit, wobei das inzwischen nicht mehr geht, oder mit deinem Google-Konto. Ich nehme jetzt in meinem Fall hier Twitter, melde mich hier also mit meinem Account an und erstelle mir dadurch jetzt einen Account auf DuckDNS. Sobald das hier dann durch ist, sehen wir hier schon, dass ich eine Recaptcha-Aufgabe lösen. Hoffentlich schaffe ich das jetzt. Wurde jetzt eben erfolgreich durchgemacht und jetzt können wir uns eben hier unseren Namen für unseren Home Assistant generieren. Ich nehme jetzt in meinem Fall simon42.duckdns.org und damit habe ich jetzt quasi meine Domain mir in Anführungszeichen gesichert. Die Namen sind also nur einmal zu vergeben. Falls dein Wunschname belegt ist, musst du dir eben einen anderen ausdenken, bis er nicht mehr belegt ist. Okay, soviel zum leichten Teil. Jetzt kommen wir zu den Arbeiten auf Home Assistant, wobei es hier auch nicht wirklich schwer wird. In Home Assistant meldest du dich erstmal an und gehst auf deine Einstellungen. In den Einstellungen müssen wir jetzt hier auf unsere Add-ons gehen und in den Add-ons suchen wir hier im Add-on Store nach DuckDNS. Sehen wir schon direkt hier oben, das ist die Integration. Wir klicken da einmal drauf
und sagen hier installieren. Dadurch installieren wir jetzt also auf unserem lokalen Home Assistant DuckDNS. Was das übrigens auch macht, ganz vergessen zu erwähnen, ist, deine Verbindung zu Home Assistant wird, wenn wir damit fertig sind, sowohl von intern als auch von extern über eine HTTPS-Verbindung gesichert sein. Das heißt also, dass die Kommunikation von deinem Webbrowser oder deinem Gerät aus zu Home Assistant verschlüsselt ist und das Kennwort nicht mitgelesen werden kann. Okay. Jetzt haben wir hier die Einstellung beim Booten starten aktiviert. Bevor wir jetzt hier unten auf Starten klicken, machen wir noch eine Sache. Wir gehen auf die Konfiguration und sagen hier, wir möchten jetzt hier unsere Domain angeben. Die Domain ist die ich eben generiert habe, also simon42.duckdns.org und sagen hier einfach Eingabetaste. Damit ist die jetzt hier oben hinzugefügt. Nicht drauf reinfallen, den Eintrag hier vorne muss man wegmachen. Das ist irgendwie ungültig, ist immer so. Ich weiß nicht warum. Einfach hier mit dem X wegmachen. Jetzt haben wir hier oben nur noch die eine Blase mit unserer eigenen Domäne. Und jetzt können wir hier noch ein Token eingeben, beziehungsweise müssen wir. Dieses Token finden wir auf der DuckDNS-Seite. Ich wechsle hier oben also wieder den Tab. Kopiere mir hier mein Token raus. Sage hier kopieren. Und werde das hier einfügen. Ich lösche nach diesem Video übrigens diesen Account auf DuckDNS. Von daher wird das Token bei dir nicht funktionieren. Du musst dein eigenes Token nehmen. Okay, jetzt ist das Token hier eingegeben. Dann müssen wir noch eine ganz wichtige Sache machen. Bei Let's Encrypt müssen wir Accept Terms auf True machen. Das heißt also, wir akzeptieren dadurch die Let's Encrypt AGBs. Die kannst du dir durchlesen auf let'sencrypt.org. Und das erlaubt uns eben durch DuckDNS ein Zertifikat zu generieren für unseren Home Assistant, was wir dann anschließend eben nutzen können, um uns mit HTTPS zu verbinden und keine Zertifikatswarnung angezeigt zu bekommen. Genau, so viel dazu. Die Anzahl der Sekunden hier unten steht auf 300. Das heißt also, im Standard wird alle 5 Minuten durch dieses DuckDNS-Plugin jetzt geguckt, welche IP-Adresse hat denn deine Router im Internet? Und diese IP-Adresse wird DuckDNS gemeldet. Damit dann, jetzt wird es kompliziert, Achtung, DuckDNS auf seinen eigenen Servern hinterlegen kann, dass jetzt dein Name von Home Assistant, also in meinem Fall simon42.duckdns.org, auf diese Adresse, also die Adresse deines Routers im Internet, aufzulösen ist. Für dich heißt das einfach nur, alle 5 Minuten wird geschaut, hat sich deine IP geändert? Wenn ja, wird DuckDNS gemeldet, damit du eben weiterhin über deinen Namen auf deine Home Assistant Installation zugreifen kannst. Das Ganze hat nur eine Auswirkung auf den Zugriff vom Internet aus. Der Zugriff von intern aus wird immer funktionieren. Kommen wir gleich zu. Also, wir sagen jetzt hier erstmal speichern. Das ist jetzt soweit erfolgreich. Ich warte mal hier einen ganz kurzen Moment, damit es auch wirklich gespeichert wird. Jetzt gucken wir hier ins Protokoll. Im Protokoll von DuckDNS sehen wir noch nichts, weil wir haben es noch nicht gestartet. Edge. Also wir gehen hier auf Starten. Jetzt sehen wir hier, dass Add-on DuckDNS läuft und im Protokoll werden wir jetzt eben sehen, dass wir hier ein ACME-Request aufmachen. Das ist die Zertifikatsgenerierung. Wenn wir hier auf Aktualisieren gehen, sehen wir also, das Zertifikat hier wurde jetzt für die Domain simon42.duckdns.org und gegebene Aliases erneuert. Und wir sehen jetzt hier Processing und so weiter und so fort. Wenn wir also auf Aktualisieren gehen, sehen wir hier Requesting New Certificate from CA und dann hier Received One Authentication und so weiter und so fort. Und genau, jetzt sehen wir hier, dass der Error hier lautet, dass wir aktuell quasi kein Zertifikat erstellen konnten. Das Ganze kann schon mal passieren, das ist in Anführungszeichen normal. Wir müssen hier manchmal auch einfach ein bisschen warten. Ab und zu kommt es vor, dass die IP-Adresse noch nicht funktioniert und dann können wir eben davon außen nicht zugreifen. Kann also wie gesagt ganz normal sein. So, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeschaut, warum das bei mir immer noch nicht funktioniert und ich glaube, ich habe was gefunden. Und zwar kannst du hier, wenn du unter Konfiguration gehst, dir die Konfiguration auch mal als YAML anzeigen lassen. Wie gesagt, diese Markup-Language, die eben benutzt wird. Und da habe ich gesehen, dass hier beim Token scheinbar vorne dran ein Leerzeichen ist. Wenn das bei dir auch der Fall ist, natürlich bitte das Leerzeichen entfernen und auf Speichern klicken. Jetzt sagen wir hier Add-on neu starten und hoffen, also ich hoffe, dass das jetzt geht. Okay, das heißt also, das ist jetzt soweit konfiguriert. Dann gehen wir hier mal auf Protokoll und gucken mal, wie das jetzt aussieht. Genau, jetzt sehen wir hier, okay, Responding Challenge Token.
Und jetzt sehen wir hier Challenge is valid. Dann wird das wird dann quasi wieder bereinigt. Jetzt sehen wir hier, das Zertifikat wurde beantragt und jetzt wurde eben hier das Zertifikat erstellt. Das heißt also, jetzt haben wir Folgendes erreicht. Im DuckDNS haben wir jetzt unsere Domain mit unserer IP-Adresse verbunden. Das bedeutet also, wir können jetzt von außen theoretisch auf unsere Instanz zugreifen, nachdem wir unseren Router konfiguriert haben. Und das Zertifikat für unseren Home Assistant ist jetzt ein gültiges SSL-Zertifikat für den Namen, ganz wichtig, in meinem Fall simon42.duckdns.org. Alles andere ist quasi jetzt ungültig. Gut, soweit so gut. Was müssen wir jetzt noch tun? Wir müssen jetzt in unserer Config von Home Assistant noch ein bisschen was bearbeiten und wir müssen jetzt in unserem Router erstmal freischalten, dass das überhaupt alles funktioniert. Ich würde sagen, wir machen zuerst im Router-Reiter. Das kommt natürlich darauf an, welchen Router du hast. Hier kannst du entweder auf portforward.com, die Seite ist leider auf Englisch, aber trotzdem gucken, wie das bei deinem Router geht, dass du also einen Port von außen nach innen freischaltest. Das kannst du tun. Und wenn du eine Fritzbox hast, kannst du einfach meinen Anweisungen hier folgen. Ich mache das jetzt also auch für meine Fritzbox. Das heißt, wir gehen hier mal auf unsere Fritzbox. Und auf der Fritzbox sind wir jetzt hier im Bereich Netzwerk. Da müssen wir erstmal nicht hin. Wir müssen in den Bereich Internet und dort auf Freigaben. Die Freigabe existiert bei mir natürlich bereits, weil ich habe das eben schon mal eingerichtet. Ich melde mich hier eben einmal neu an. Bei den Portfreigaben hier sehen wir jetzt das Gerät, Name, die IP-Adresse, die Freigabe habe ich in dem Fall Home Assistant HTTPS genannt, der Port von extern IPv4, IPv6 und was eben erlaubt ist. Du wirst hier also, wenn du in die Oberfläche kommst, mit Gerät für Freigabe hinzufügen. Kannst du dann hier dein Gerät auswählen. Genau, das wird dann quasi hier automatisch für dich eingefüllt und so weiter und so fort. Die Einstellung kannst du dir jetzt bei mir hier abgucken. Hier sehen wir jetzt quasi, da habe ich meinen Host ausgewählt. Also der heißt zwar hier Homebridge, ist aber falsch. Das ist eigentlich mein Home Assistant. Das ist die IP-Adresse vom Home Assistant. Das weiß die Fritzbox ja selber. Und welche MAC-Adresse. Und dann kann man hier unten eben sagen, mit neue Freigabe, welche Ports sozusagen freigeschaltet werden und wohin. Ganz wichtig. In dem Fall ist eben bei mir ein Port freigegeben, und zwar der Port 8123 von extern. Und der wird nach intern weitergeleitet auf meinen, ja, in dem Fall Home Assistant auf den Port 8123. Genau. Hier sehen wir auch nochmal die Einstellungen. Also Home Assistant HTTPS habe ich es einfach genannt. Das ist nur eine Bezeichnung, das ist nichts Wildes. Protokoll ist TCP. Du brauchst hier nichts anderes, kein UDP, nichts anderes, nur TCP. Und zwar Protokoll am Gerät ist Port 8123 bis Port 8123, also halt der eine Port. Und der externe Port ist dann quasi auch 8123. Bedeutet also, wenn jemand von außen den Port 8123 anfragt, kommt er auf dem Home Assistant auf Port 8123 raus. Okay. Das Ganze musst du hier mit OK speichern. Ich muss es wie gesagt nicht, denn bei mir ist das ja schon erfolgt. Okay, jetzt da wir auf der Fritzbox fertig sind, machen wir bei Home Assistant weiter. Was wir zuerst tun müssen, damit wir die Einstellungen überhaupt sehen, die wir gleich bearbeiten müssen, ist, wir müssen in unserem Benutzerprofil, hier unten in meinem Fall, unseren erweiterten Modus anschalten. Wir ziehen hier also die Einstellung nach rechts, damit wir die erforderlichen Punkte eben sehen können. Jetzt gehen wir auf die Einstellungen und sagen Home Assistant erstmal, wie es jetzt von außen heißt, nämlich eben unser DuckDNS-Domainname. Das heißt also, wir gehen hier auf System, Netzwerk, sehen dann hier, wie heißt der Name aus dem Internet. Da geben wir jetzt ein https://domainname.duckdns.org Doppelpunkt, ganz wichtig, 8123, denn wir haben ja nur den Port 8123 nach DuckDNS veröffentlicht und das heißt also, wenn jetzt jemand von außen auf dem Port 8123 anfragt, kommen wir eben weiter zum Home Assistant, sonst aber nicht. Deswegen brauchen wir das hier. Gut. Soweit so gut. Was jetzt noch fehlt ist, wir brauchen ein Plugin und zwar den Config-Editor. Denn wir müssen jetzt in unserer Konfigurationsdatei ein paar Zeilen hinzufügen, die unserem Home Assistant sagen, wo unser Zertifikat liegt. Ohne das Zertifikat ist die Verbindung, die wir aufbauen, die HTTPS-Verbindung in dem Fall nämlich nicht geschützt oder zumindest mit keinem gültigen Zertifikat geschützt. Okay, das heißt also, wir gehen jetzt hier in den Einstellungen auf Add-ons und suchen hier im Add-on Store, hier unten rechts, nach File Edit. Das heißt hier, File. Und hier gibt es dann File Editor.
Da klicken wir drauf, sagen installieren. Das ist wirklich ein Standardding, was eigentlich jeder drauf hat, also keine Sorge. Das wirst du früher oder später sowieso brauchen. Und warten jetzt hier, bis das installiert ist. Und dann können wir das anschließend hier links in der Sidebar einblenden und dann dort eben, wie man hier auch sieht, über Configuration unsere Textdateien bearbeiten oder genauer gesagt die YAML-Dateien. Dort fügen wir dann eben Zeilen ein für Home Assistant, damit Home Assistant weiß, wo liegt das SSL-Zertifikat. Und genau, das war es eigentlich schon, denn das wird wie gesagt benötigt. Okay, mein Add-on ist jetzt installiert worden. Jetzt kann ich hier noch sagen, in der Seitenleiste anzeigen. Und automatische Updates möchte ich hierfür auch haben. Und das Ganze möchte ich jetzt einmal hier starten. Genau, jetzt ist das File-Editor-Plugin gestartet. Und dann können wir hier links raufklicken. Und sehen jetzt hier quasi unsere File-Editor-Oberfläche. Hier links auf dem Ordner findest du Browse Filesystem. Und hier können wir unsere Configuration.yaml bearbeiten. Hier müssen wir jetzt eine neue Sektion hinzufügen. Das können wir hier unten drunter machen. In meinem Fall habe ich die schon kopiert. Alle Links, benutzten Tools und Code-Snippets und so weiter findest du übrigens in der verlinkten Seite in der Videobeschreibung. Wir müssen jetzt hier auf alle Fälle eingeben HTTP und dann eben die Base-URL. Das ist HTTPS und dann natürlich nicht Your Server, sondern in meinem Fall simon42.duckdns.org:8123 und das SSL-Certificate und der SSL-Key, die stimmen hier. Also wenn du auch DuckDNS benutzt, liegen deine Zertifikate in diesen beiden Ordnern. Jetzt können wir das hier oben mit der Diskette speichern. Was wir jetzt tun müssen, wenn wir diese Konfigurationsdatei bearbeitet haben, ist, wir müssen einmal hier auf die Entwicklerwerkzeuge und hier in den Entwicklerwerkzeugen gibt es oben den Punkt YAML. Dann können wir diese Dateien eben prüfen, weil wir haben sie ja gerade bearbeitet. Es könnte sein, dass die ungültig ist. Das wollen wir ausschließen. In dem Fall ist jetzt alles in Ordnung und wir können also Home Assistant hier neu starten. Genau, die Meldung hier bestätigen und dann wird Home Assistant eben einmal rebootet und erst danach, das ist ganz wichtig zu wissen, werden nämlich die Änderungen von Konfigurationsdateien wirklich angewandt. Wenn dein Home Assistant neu gestartet ist, wirst du dich vermutlich wundern, warum funktioniert die Seite nicht mehr. Es wird bei dir also so oder so ähnlich aussehen, denn wir haben nämlich Folgendes gemacht. Wir haben Home Assistant jetzt ja gesagt, es ist nicht mehr über HTTP erreichbar, sondern über HTTPS, wegen den SSL-Zertifikaten. Das heißt also, die URL, die wir jetzt hier vorne drin haben, auch wenn man es nicht sieht, heißt eigentlich HTTP, // und so weiter. Damit das jetzt wieder funktioniert, müssen wir also hier vorne dran schreiben HTTPS mit dem S am Ende, // und dann eben deine bisherige Home Assistant Adresse. Und dann wirst du wieder auf dein Home Assistant zugreifen können. Aber diese bisherige Adresse, wie gesagt mit HTTP, also die ungesicherte Verbindung, funktioniert quasi ab sofort nicht mehr. Wir bekommen jetzt hier eine Zertifikatswarnung, nämlich die hier, Error und so weiter und so fort. Was das heißt, ist auf Deutsch gesagt folgendes: Der Name, den du hier aufrufst, also homeassistant.local, ist nicht von deinem SSL-Zertifikat abgedeckt. Was ja auch stimmt, denn dort steht der DuckDNS-Name drin. Wenn du aber hier auf Erweitert gehst und sagst weiter zu homeassistant.local, Klammer auf unsicher, kommst du trotzdem wieder auf Home Assistant drauf und kannst dich hier ganz normal anmelden. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt solltest du von außen schon über deine DuckDNS-Adresse auf Home Assistant zugreifen können. Von innen müssen wir jetzt noch eine kleine Konfigurationseinstellung machen. Und zwar folgende. Wir melden uns hier an mit unserem Benutzernamen und Passwort. Warten kurz, bis wir angemeldet sind. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, nur wenn wir von außen wirklich draufkommen, Folgendes tun. Wir gehen auf die Einstellungen, gehen wieder auf System, Netzwerk und sagen hier, wir möchten das lokale Netzwerk jetzt bitte selbst konfigurieren, also hier nicht mehr automatisch. Fügen hier unseren Namen ein, den wir auch von extern benutzen und gehen wieder auf Speichern. Was dann jetzt funktionieren sollte, wenn wir den Namen jetzt von intern aufrufen, also hier in meinem Fall vom Heimnetzwerk aus, sollten wir eben auch auf Home Assistant kommen und wir sehen schon, die Verbindung ist jetzt aber gesichert und wir bekommen keinen Zertifikatsfehler. Wir haben also hier oben jetzt Webseiteninformationen, wenn wir darauf klicken, sehen wir eben, die Verbindung ist sicher und das Zertifikat ist eben gültig für diese Adresse. Okay, jetzt sind wir fast am Ende unseres Tutorials angekommen, denn wir haben aktuell alles gemacht, dass es schon mal technisch funktioniert. Wir können also sowohl von intern als auch von extern, also vom Internet, auf unseren Home Assistant mit derselben Adresse zugreifen. Das funktioniert alles soweit. Eine Sache, die jetzt noch fehlt, ist Security.
Wir müssen in unserer Config YAML noch ein, zwei Parameter hinzufügen, damit wir sicherstellen, dass IP-Adressen ausgesperrt werden und damit wir einen Sicherheitsheader festlegen. Das Ganze bedeutet für dich, du gehst hier links wieder auf deinen File-Editor, öffnest deine configuration.yaml, das heißt also wieder hier auf den Ordner, wenn du sie noch nicht wieder offen hast, und dann gehst du hier auf configuration.yaml. Die ist in meinem Fall natürlich schon offen und hier sehen wir jetzt die Zeilen, die ich hinzugefügt habe. Also die obersten drei hatten wir ja vorher schon drin, das ist einmal die Base-URL und das SSL-Zertifikat. Was jetzt neu ist, ist einmal hier der Header Cause Allow Origins. Hier müssen Adressen rein von Servern, denen wir vertrauen wollen. In dem Fall machen wir hier standardmäßig nur die beiden rein. Es ist nicht so wichtig zu wissen, was das heißt. Das Wichtige ist, dass diese Zeilen in deiner Datei auch vorhanden sind und dass du Google und Home Assistant hier drin stehen hast, aus diversen Gründen. Wenn man Links öffnet und so weiter, ist das einfach wichtig. Das heißt also, dass wir allen anderen Adressen nicht vertrauen und bestimmte Aufrufe unseres Home Assistants von allen anderen Adressen verhindern, was eben, wenn wir das nicht tun würden, ein Sicherheitsrisiko ist. Kannst ja mal nach CORS-Sicherheitsrichtlinien googeln, wenn du da mehr zu wissen willst. Das würde den Rahmen des Videos vollkommen sprengen. Die andere wichtige Zeile, die wir hinzufügen müssen, ist IP-Ban Enabled auf True. Das bedeutet also, wenn sich jemand eine gewisse Anzahl von Versuchen anmeldet, aber es nicht schafft, wird die IP-Adresse gesperrt und er kann sich gar nicht mehr anmelden. Das Ganze ist natürlich keine 100% Lösung, kann auch umgangen werden, gerade mit Botnetzen und so weiter. Es ist aber besser, als sowas nicht drin stehen zu haben. Und hier ist dann quasi die Anzahl der Versuche, nachdem die IP-Adresse gesperrt wird. In dem Fall hier steht das auf 5. Ich ändere das bei mir jetzt auf 3. Und genau, weil 3 Versuche reichen mir aus. Beim zweiten Versuch, falls du dich vertippst beim Kennwort, musst du dann eben aufpassen, wenn du gerade wirklich nicht zu Hause bist. Denn beim dritten Versuch, wenn du es dann falsch machst, klar, kannst du dich eben nicht mehr anmelden, bis du eine andere IP-Adresse bekommst. Das Ganze können wir dann hier oben wieder mit Save speichern. Und anschließend müssen wir wieder über die Entwicklerwerkzeuge unter YAML unsere Konfiguration prüfen. In dem Fall passt alles. Dann müssen wir wieder einmal neu starten. Und dann sollte das gleich wieder online sein und unsere Einstellungen wurden angenommen. Falls du mehr wissen willst zu diesen HTTP-Einstellungen in Home Assistant, gibt es hier auf der Home Assistant Seite, also homeassistant.io, eine ganze Seite über die HTTP-Integration, wo hier tatsächlich alles Mögliche drinsteht, was man damit machen kann, welche Parameter noch möglich sind und so weiter und so fort. Hier habe ich mir auch meine Config quasi herkopiert und zusammengebaut. Ja, genau, hier kannst du also nochmal reingucken, wenn du daran Interesse hast. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, bei dir hat das Ganze auch funktioniert und du kannst deinen Home Assistant jetzt von außen, also vom Internet und vom Heimnetz unter der gleichen Adresse erreichen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Falls du mehr zu Home Assistant wissen willst, schau gerne auf meinem Kanal vorbei und ja, bis zum nächsten Mal.